Hallo und herzlich willkommen zum Jahresrückblick unseres Vereins. Ich bin Udo Obermeier. Unser Verein hat als Ziele, Menschenrechtsverletzungen bei Jehovas Zeugen aufzuzeigen und den betroffenen Opfern psychologische und rechtliche Hilfe zukommen zu lassen. Und wir waren im letzten Jahr erfolgreich in unserer Arbeit und hatten wirklich auch schöne Erfolge und Highlights trotz der Krisen um uns herum, die natürlich auch unsere Arbeit beeinflusst haben. Zu Beginn möchte ich einmal auf das größte Highlight eingehen. Wir haben erstmals die Situation, dass in Deutschland ein Gericht festgestellt hat, dass Jehovas Zeugen Menschenrechte verletzen. Ich zitiere aus dem Urteil: Die konsequente Enthaltung der Teilnahme am politischen Leben ist als aggressive Entfremdung von Gesellschaft und Staat zu bewerten, wie auch die Empfehlung zur Kontaktenthaltung gegenüber ehemaligen Mitgliedern, die Ablehnung von Bluttransfusionen und diverser Feste. Die Organisation ist subversiv, denn sie betrachtet den Staat als Feind. Die Zeugen Jehovas sind insgesamt als Bewegung zu bewerten, welche fundamentale Menschenrechte missachtet. Menschen, die nicht dem Glauben der Klägerin angehören, werden als grundsätzlich böse klassifiziert und herabgewertet. Frauen müssen sich ihren Ehemännern unterordnen. Von Ehen mit Nichtzeugen wird abgeraten und Homo- und Transsexualität wird strikt abgelehnt. Auch die grundsätzliche Ablehnung von Bluttransfusionen darf als Missachtung fundamentaler Menschenrechte angesehen werden, da sie sich auf das Recht auf Leben eines Menschen auswirken kann. Ferner wird das Wahlrecht insoweit nicht geachtet, als die Zeugen Jehovas dazu angehalten sind, nicht an staatlichen Wahlen teilzunehmen. Und dann kommt nochmal ein starker Satz: Ihren Kindern medizinisch indizierte Bluttransfusionen zu verweigern, darf als Begehen eines Verbrechens angesehen werden. Ja, das sind Kritikpunkte, die wir seit Jahren vorbringen. Und für uns ist es ein Riesenerfolg, dass die jetzt erstmalig von einem deutschen Gericht bestätigt wurden, dass hier tatsächlich Menschenrechtsverletzungen bei den Zeugen Jehovas gemacht werden. Das hatten wir ja schon beim Schweizer Gericht vor 2 Jahren, aber das ist sicherlich jetzt eine ganz hervorragende ein weiterer Erfolg. Dieses Urteil hat auch das Institut für Weltanschauungsrecht und die Giordano Bruno Stiftung aufgegriffen und juristisch bewertet. Und in dem Kommentar kommen sie zu dem Fazit: Die Zeugen Jehovas haben im Anerkennungsverfahren falsche oder beschönigte Angaben gemacht. Die Verleihung des Körperschaftsstatus an die Zeugen Jehovas in den deutschen Bundesländern muss folglich rückgängig gemacht werden. Weiter: Die besondere Bedeutung des Urteils liegt darin, dass das Landgericht Hamburg im Fall Fekris in einigen Punkten zu einer anderen Bewertung kommt als noch 2005 das Oberverwaltungsgericht Berlin. Also sehr bemerkenswerte Aussagen. Und nicht nur in Deutschland gab es entsprechende Entwicklungen, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Besonders hervorheben möchte ich hier Norwegen, die im ersten Schritt die staatlichen Mittel gestrichen haben zur Unterstützung dieser Organisation und zum anderen jetzt auch die Registrierung als Religionsgemeinschaft streichen. Hauptkritikpunkt ist die Ächtung von ausgestiegenen Mitgliedern. Untersuchungen laufen diesbezüglich auch in Schweden, in Island, in den Niederlanden und in Lettland. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, schauen Sie gerne bei jz.help vorbei. Dort haben wir das entsprechend aufgearbeitet und analysiert. Aber das sind sicherlich sehr, sehr ermutigende Entwicklungen, die auch uns als Verein bestärken, dass wir auf dem richtigen Weg sind und tatsächlich auch uns die richtigen Ziele vorgenommen haben. Ein weiteres Ziel unserer Vereinsarbeit ist ja die psychologische Hilfe für die betroffenen Opfer. Und so hat auch im letzten Jahr hatten wir wieder über 300 Anfragen von Betroffenen. Das waren Menschen, die aussteigen wollten bei den Zeugen Jehovas, die also noch
drinne waren oder die schon ausgestiegen sind, aber das psychologisch noch nicht verarbeiten konnten, immer noch unter Angstattacken und Depressionen litten. Es waren aber auch eine ganze Reihe von Angehörigen oder Partnern, wo ein Partner, die Kinder, wie auch immer, zu den Zeugen Jehovas gegangen sind und sich daraus erhebliche Probleme ergeben haben. Auch bei familienrechtlichen Problemen, wenn Besuchsrecht, Zeugen Jehovas versuchen ja die Kinder dann zu indoktrinieren und abzuschotten von dem Elternteil, das kein Zeuge Jehovas ist. Und das sind alles sehr belastende Situationen, wo wir mit unseren Mitteln versucht haben, eben entsprechende Unterstützung zu bieten. Wir haben da einen Pool von erfahrenen Beraterinnen und Beratern und freuen uns, dass wir da entsprechend auch Hilfe leisten können. Um Betroffenen von Zeugen Jehovas zu helfen, haben wir aber auch noch einen ganz anderen Ansatz gewählt. Wir haben im letzten Jahr ein Sommerfest gemacht am 25. Juni und haben alle Betroffenen eingeladen und wir haben uns riesig gefreut. Das war wirklich ein netter Event mit über 60 Teilnehmern, waren Zeugen Jehovas, also Ausgestiegene von Zeugen Jehovas oder auch Betroffene, Angehörige etc. waren dabei. Man konnte sich dabei auch mal persönlich kennenlernen, nicht bloß aus den sozialen Medien. Und was einfach immer wieder gut tut, ist, sich zu unterhalten, Erfahrungen auszutauschen. Für Ex-Zeugen Jehovas ist es schon ein bisschen schwierig, das mit Außenstehenden zu besprechen, weil viele Wörter, viele Formulierungen und was da dran hängt an Triggerpunkten für Außenstehende oft schwer nachvollziehbar ist und dann auch irgendwann mal langweilig wird. Aber wenn man so aus alten Zeiten mal sprechen kann und was da alles war und wie man das sich alles dann wieder, wie sich das gelöst hat, das macht dann auch mal ein bisschen Spaß und tut gut. Und da waren auch die Resonanzen sehr, sehr positiv. Positiv war auch, dass dort eben Medien dabei waren, die hat man eingeladen und da gab es also einen ganzseitigen Artikel in der Augsburger Allgemeine auf Seite 3. Das war am 12.07. und auch eine Sendung vom Bayerischen Rundfunk, die dann im Oktober ausgestrahlt worden ist. Und so konnte man das Positive mit dem Nützlichen und der Aufklärung verbinden. Ein weiterer Schritt ist die rechtliche Hilfe, die unser Ziel ist. Wie kommt es dazu nun? Zeugen Jehovas verklagen gerne Verlage und Medien wegen angeblich falscher Tatsachenbehauptungen. Und in ihren Pressemitteilungen feiern sie das als Riesenerfolge. Tatsächlich sind es aber riesige Luftnummern. Warum? Ich möchte mal ein paar Beispiele anführen, wo wir also auch beteiligt waren. Zum Beispiel die evangelische Zentralstelle für Weltanschauung hat eine 500-seitige Broschüre über Zeugen Jehovas herausgebracht, die Zeugen Jehovas auch sehr kritisch schildert. Auf diesen 85 Seiten wurden jetzt 4 Änderungen vorgenommen. 2 betreffen Statistiken, wie man Verkündiger zählt, völlig irrelevant. Und 2 wurden zurückgenommen, obwohl es aus unserer Sicht gar nicht notwendig gewesen wäre, weil in den Publikationen der Zeugen Jehovas genau diese Punkte selbst bestätigt werden. Ein weiteres Beispiel ist das Buch Christlicher Extremismus, der auch Zeugen Jehovas behandelt und bewertet, dass Zeugen Jehovas semi-extremistisch sind, also teilweise extremistisch sind. Der Verlag hat das Buch vom Markt genommen, allerdings muss man sagen, sie haben auch kein Geld damit verdient. Und das Buch ist nach wie vor verfügbar. Also gerne können Sie auch bei uns anfragen, dann können Sie sich dieses Buch, können wir Ihnen dieses Buch zur Verfügung stellen. Weiteres Exemplar von einem Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, weil die Zeugen Jehovas dagegen Berufung eingelegt haben. Da ging es um Kindesmissbrauch und dort wurden die 4 Kritikpunkte, die die Zeugen Jehovas versucht haben, als unwahr darzustellen, vom Gericht bestätigt und damit auch die zentralen Missstände bei der Vorgehensweise der Zeugen Jehovas zum Kindesmissbrauch. Also man kann sagen, die Pressemitteilungen kann man wirklich als Geschwurbel und Fake News einordnen. Sie beinhalten auch Hetze gegen Aussteiger, Aussteigerinnen, dass die angeblich keine Wahrheiten verbreiten, sondern Lügen. Aber das ist ein Punkt, den werden wir uns vielleicht mal separat annehmen und entsprechend eine Stellungnahme dazu ausarbeiten. Es gab dann noch weitere Klagen
und zwar jetzt mehr gegen den Verein. Also zum einen klagen die Zeugen Jehovas gegen unsere Marke und auch gegen unseren Vereinsnamen. Wir haben jetzt im August ein Urteil bekommen, in dem die Klage abgewiesen wurde vom Landgericht Frankfurt. Zeugen Jehovas haben Berufung eingelegt, also geht das Verfahren noch weiter. Eine weitere Klage der Zeugen Jehovas betrifft 3 Vereinsmitglieder wegen Aussagen, die dann auch im Bericht der Aufarbeitungskommission aufgenommen wurden oder erschienen sind. Also eigentlich geht es da um den Bericht der Aufarbeitungskommission. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Die nächste Verhandlung oder die erste Verhandlung soll im Januar stattfinden. Aber wie Sie sich das vorstellen können, ist das natürlich ein enormer Arbeitsaufwand. Also all diese Schriftsätze mit Klage, Klageerwiderung und dann nochmal Stellungnahme zur Klageerwiderung, die beinhalten normalerweise zwischen 50 und 100 Seiten, die intensiv zu analysieren sind. Und unsere Stellungnahmen haben auch um die 50 Seiten teilweise. Also es geht hier um tausende Seiten, die bearbeitet werden müssen. Und es ist natürlich schon ein enormer Zeitaufwand, Arbeitsaufwand, der hier zu Buche schlägt. Aber wir tun das gerne, es dient ja einem guten Zweck und wir sind auch da sehr zuversichtlich über die Ergebnisse, die sich bisher eingestellt haben und sich hoffentlich auch weiterhin einstellen werden. In dem Zusammenhang mit der Aufarbeitungskommission möchte ich auch nochmal auf einen anderen Punkt eingehen, weil wir natürlich auch uns bemühen, diese Botschaften in die Breite zu bringen, aufzuklären in der Breite. Und die Kommission hat zum Beispiel den Problemen beim Kindesmissbrauch, bei der Bearbeitung des Kindesmissbrauchs bei Zeugen Jehovas im Mai eine Medienmitteilung herausgegeben. Die wurde dann auch von namhaften Medien aufgegriffen, zum Beispiel von der Berliner Zeitung, der Frankfurter Rundschau, der Welt, dem Merkur, Bayerischer Rundfunk, Tagesspiegel, taz und so weiter. Und das sind natürlich schon große Erfolge für uns, dass hier eine breite Öffentlichkeit auch über die Missstände informiert werden. Auch von unserer Seite wurden Medienberichte angestoßen oder wir waren dort eingebunden. Die Esther Gebhardt war zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk und bei Sat.1. Sie ist ja unser neues Vorstandsmitglied. Freuen wir uns darüber, dass wir auch im Vorstand hier Verstärkung haben. Aber auch andere Vereinsmitglieder und Personen, die mit uns zusammenarbeiten, waren da sehr aktiv. Ich möchte die Nathalie Barth erwähnen oder die Sophie Jones, die auch immer wieder in den Medien erscheinen. Eine zentrale Informationspool, den wir über die Jahre aufgebaut haben, ist unsere Website jz.help. Die hat inzwischen 320 Seiten, das sind also nochmal 20% Seiten mehr als vor einem Jahr. Und wir aktualisieren die natürlich auch laufend, dass hier die Informationen auch tatsächlich verfügbar sind und nicht durch Links, die dann nicht mehr funktionieren oder wie auch immer verloren gehen. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Aktion Überlebenswege, zu der wir Sie übrigens auch gern einladen, wenn Sie in irgendeiner Weise von Zeugen Jehovas betroffen sind. Es geht dabei, dass die Betroffenen in ihren Erfahrungsberichten schildern, was sie erlebt haben, wie sich das bei ihnen ausgewirkt hat und wie sie die Probleme dann auch irgendwie überwinden konnten. Interessant ist, dass wenn man die Zugriffe auf unsere Website analysiert, dass da eigentlich die Marketingaktionen der Zeugen Jehovas uns am meisten zugutekommen. Also die Aktion des Briefeschreibens, die ja im Zuge mit Corona bei den Zeugen Jehovas initiiert worden ist, hat bei uns dazu geführt, dass das immer die Seite war mit den höchsten Zugriffen und seit das Thema in Norwegen publik ist, mit den Einschränkungen, ist es auch Norwegen, was an Top-Stelle steht. Wir haben auch die Präsenz in den sozialen Medien ausgebaut. Wir haben in Facebook unsere Abos um 10% gesteigert, in YouTube um 30% und wir sind auch auf Instagram und Twitter aktiv. Wir freuen uns darüber, dass unsere Arbeit auch insofern honoriert wird, dass wir immer mehr Mitglieder bekommen. Wir haben also jetzt zwischenzeitlich knapp über 100 Mitglieder. Das ist nochmal eine Zunahme um 20% im Vergleich zum letzten Jahr. Und es wird auch dadurch honoriert, dass wir ein sehr stabiles Spendenaufkommen haben von Menschen, die sich erkenntlich zeigen wollen für unsere Arbeit mit kleinen Spenden, teilweise aber auch im sogar im vierstelligen Bereich, was uns natürlich sehr freut. Man kann auch, wenn man
schon über Amazon einkauft, dann über Amazon Smile einkaufen, dann fallen auch noch ein paar Cent für uns ab. Ja, wofür brauchen wir die Spenden? Also eigentlich die Verwaltungskosten sind bei uns sehr gering. Also die Kosten für die Website und was da so an Versicherungen ansteht, das ist sehr überschaubar. Tatsächlich ist es so, wie Sie eigentlich auch aus den Ausführungen von mir entnehmen können, die größten Kostenblöcke sind Anwaltskosten. Und die müssen wir natürlich auch bestreiten und bestreiten können, um hier wirklich wirksam arbeiten zu können. Und da möchten wir uns bei Ihnen wirklich ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Unterstützung in finanzieller Hinsicht, aber teilweise auch durch Mitarbeit. Wir sind auch immer dankbar für Informationen etc. Ja, und so möchte ich an der Stelle mich bedanken und Ihnen auch alles Gute wünschen, auch in schwierigen Zeiten im nächsten Jahr. Alles Gute für das nächste Jahr 2023. Auf Wiedersehen.